Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der aktuellen Generation und mit seinem Kartoffelhof hier auf Revenport. Das ist mein Kartoffelhof. Da habe ich also hier 3 Felder und da hinten habe ich noch das Gasfeld. Also, ich muss mal schauen, was wir heute machen können. Nein, ich wollte dahin und da wollte ich hinschauen. Das sind also meine Felder 24, 15, 26 und 19. Die werden überall Kartoffeln gepflanzt und also 25 muss gedüngt werden und das abgeerntet, glaube ich, 26. Schon gerobert, weiß ich nicht. 24 muss gepflügt werden. Das muss düngen und das kann ich ernten. Und das Feld weiß ich so genau nicht. Muss das gepflügt werden oder? Ich glaube, das muss ja gepflügt werden. Also, und schauen wir mal. Dann schauen wir mal uns die Felder an. Wo sind wir? Da wollen wir jetzt hin. Also, da wollen wir nicht hin. Und also, das Feld ist fertig. Und das Feld muss gefüllt werden und das andere da. 24 haben wir rechts. Das werden wir fügen. Okay, dann machen wir das mal gleich. Und dann fügen wir das mal gleich. Ich könnte vielleicht mal die Perspektive ändern ein bisschen. So, dass wir dann da hinkommen. Dann fügen wir den. Hier haben wir. Okay, dann kommen wir jetzt. Das ist mal fügen, das Feld. Und das habe ich heute, glaube ich, abgeerntet, ne? Dann können wir das hier pflügen. Genau, das müssen wir pflügen jetzt. Das habe ich gestern abgeerntet. Also, Abmarsch und los geht's. Und dann kann ich das nächste sehen. Und dann haben wir wieder zwei Sachen Bereitschaft. Ja, also Kartoffelbau ist wieder in Action hier. Der Kartoffelbauer. Also einmal auf das Feld grubbern hier oder Tiefenlockern. Das heißt, ich habe einen Tiefenlocker hinten dran. Und ja, das Experiment zu grüben habe ich also gestern beendet, weil die Ansicht ist, dass das zu arbeitsintensiv und die Maschinen sind nicht geeignet. Ich müsste also andere Maschinen dafür haben, damit 6000 Tank, also der Anhänger für die Rübenernte, der kann also 6000, hat also nur einen Tank mit 6000 Litern und das heißt, du musst dann andauernd quasi umladen, auf den Ladewagen das hochhieven und sowieso gerade das kleine Feld wie das hier, das ich gerade grubbere, das hat sogar, was hat sich 32 Tonnen oder 33.000 Tonnen, 33.000 Liter gebracht bei den Zugrüben. Und das war also sehr ergiebig und dann müsste andauernd umladen. Ja, nur 5, 6 Mal geht noch, aber wenn du ein größeres Feld hast,
dann bist du nur am dauernd dabei, das umzuladen. Oder man muss den Helfer das vielleicht machen lassen, aber ich weiß nicht, ob die Helfer hier arbeiten können bei den Bedingungen. Ja, es sieht bewölkt aus. Also wir gucken jetzt über das Feld und dann können wir das bald ernten. Ja, was mir weiterhin Gedanken mache ich mir darüber, wie ich jetzt hier expandieren kann, wie ich meine Einnahmen steigern kann. Momentan liege ich also bei knapp 30.000, damit bin ich zufrieden, damit denke ich die Schulden, aber das ist auch nur möglich jetzt durch das Gas, die Ballen. Also ich würde gern die Einnahmen erhöhen, die Frage ist wie. Wahrscheinlich brauche ich dann ein weiteres Grundstück dafür. Das Nachbargrundstück habe ich schon mehrmals hier ins Auge gefasst. Und das muss ich euch mal abfahren, ja, anschauen. Wie da die Verhältnisse sind, ob da der Helfer mit dem Ernte alleine zurechtkommt oder ob da am Feldrand auch überall so eine Abhänge Hügel sind, wo man dann hängen bleibt. Der nicht genug Platz hat, um zu wenden. Andererseits ist das kein Problem. Man muss ja nur mal dann rüberspringen, sehen wie die Lage ist und dann den neu einrichten. Das Problem lösen und dann ihn weiterarbeiten lassen. Mit dem Kartoffelernter. Also hier habe ich auch die Kartoffelernte manchmal schon mal die Helfer arbeiten lassen, aber noch nicht viel. Weil das Geld ist auch sehr spärlich und da bleibt auch keine hängen. Okay. Und dann haben wir das Feld gleich durch. Jetzt müssen wir das andere Feld dann düngen da oben. Und dann können wir das hier bepflanzen schon. Und dann vielleicht ja heute auch was ernten von den Kartoffeln in dem großen Feld. Ernten wir dann schon mal ein bisschen Kartoffeln. Nicht viel, aber immerhin so ein paar, ne? Das wird dann ein paar ernten. Und ja. Das sind wir also. Dann fahren wir die immer so um. Und dann fahren wir das ab. Dann fahren wir das hier ab. Ja, und dann schauen wir mal, wo wir noch was gucken müssen. Da war gerade da oben was, ne? Da habe ich noch was. Und die Ränder, habe ich die Ränder gut drauf oder? Die Ränder muss ich mal sehen. Sind die Ränder gut mitgenommen? Dann werden wir die jetzt auch mit kombinieren. Habe ich die alle abgerobert hier? Ich hoffe doch. Hau ab. Mit so einer Mücke. Die nervt mich. Okay. Haben wir alles fertig. Gut. Ecken auch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Dann können wir hier als nächstes. Okay, sind wir hier fertig.
Was ist jetzt eigentlich mit dem anderen Feld? Das oben haben wir das ja. Was mit dem da hinten mit dem Feld? Kann ich den mal hochnehmen? Das Feld da. Was mit dem hier? Ist das fertig oder? Was haben wir hier? Ist das gerobert oder? Das ist gerobert. Das ist gerobert. Also muss das Feld eigentlich nur noch mit dem, also das Vorteilhafte von der Kartoffelernte, man kommt mit einer begrenzten Anzahl von Maschinen klar. Man braucht halt nicht so einen enorm riesigen Park. Ich wollte den eigentlich jetzt abhängen, so. Und den raushängen, so. So. Also man braucht nur 1, 2. Man braucht nur 2 Geräte. Wo ist denn jetzt hier? Das ist das Gerät. Also ich brauche einen grober Baustand, das ist hier die Sämaschine und die alte Maschine. Und dann brauche ich was zum Düngen und was also jetzt werden wir erstmal düngen, damit wir dann eine tiefdunkle blaue Farbe bekommen. Haben wir. Und so viel haben wir noch drin. Reicht noch. Dann fahren wir da oben hoch und dann düngen wir das Feld hier. Das hier. Das düngen wir jetzt hier. Und wir sehen, dass wir hier so irgendwo reinkommen. Okay. Das ist jetzt also rechts, links und links. Und dann könnt ihr jetzt hier mal absenken, mal einschalten. Jetzt habe ich den eingeschaltet. Jetzt kommt der Dünger. Okay. Machen wir jetzt die mal ab. Die Kartoffeln sehen schon sehr schön aus. Und dann fangen wir das ab mit dem Dünger. Dann machen wir hier eine Kurve. Dann fangen wir wieder an. Wieder eine Runde mit dem Dünger. Okay, und dann wieder hoch. Dann setzen wir hier noch einen ein. Dann setzen wir hier einen ein. Und muss ich noch ein 4. Mal durch. Dann gehen wir noch ein 4. Mal ein. Hier ganz oben. Dann ist hier Mitte nehmen. Jetzt hier abzudüngen. Jo, jetzt müsste der Popper gedüngt sein. Popper gedüngt. Überall. Können wir den ausschalten. Den Dünger mal zu sparen. Was sagt die Anzeige? Hat er das registriert? Nee, hat er nicht gemacht. Ich habe das Feld doch gerade gedüngt, oder nicht? Nee, das Feld habe ich gedüngt, doch, genau. Das ist jetzt die Frau. Und da sind 2 Felder vorbereitet. Da kann ich jetzt noch ein weiteres Feld auslegen. Jetzt fahren wir den jetzt mal wieder runter. Und den können wir bald wieder auffüllen hier. Dann fangen wir den hier rein. Hier kommt immer der Dünger hin. Die Dinge kommen immer an dieselbe Stelle hier bei mir. Und falls den hier so hoch und stelle ich hier den so rein. Hier steht immer der Dünger, der eine Dünger. Okay, dann können wir jetzt hier mal zur Saatmaschine fahren.
Und dann legen wir die mal an. Dann werden wir ein Feld mal sehen, ne? Ein Feld Kartoffeln legen. Kriege ich jetzt das noch hin oder haben wir? Einpacken und dann bauen wir dann lassen wir das hier. Können wir das hier den Helfer machen lassen. Oder das oben, sollen wir das den Helfer machen lassen. Hier vielleicht mal den Helfer düngen lassen. Also der hatte letztes Mal gedüngt und dann erstmal braucht er Ewigkeiten dafür. Und jetzt möchte ich also das absenken, haben wir. Den Einschalt haben wir auch. Und dann geht's los. Dann legen wir Kartoffeln. Dann legen wir Kartoffeln. Auch wenn das vielleicht nicht so perfekt ist, wie vom Helfer. Ja, aber dann so nach der DIN habe ich den Eindruck. DIN so und so viel. Dann arbeiten die nach DIN. Damit muss alles in Ordnung haben. Und jeder Briefkopf, jeder Geschäftsbrief nach DIN 5001 muss alles in Ordnung haben in Deutschland. Haben die anderen wahrscheinlich auch, aber also weiter geht es. Bin schon oben. Jetzt kann ich hier hoch, ja. Kann ich hier wechseln. Die nächste Spur machen. Ich sehe das hier nicht so gut. Ich weiß nicht, vielleicht keine gute Zeit zum Sehen. Frühmorgens oder was ist dann verkehrt? Dann sollte man vielleicht besser später machen. Oder vielleicht mal Lichter machen. Vielleicht Licht, ja. Mit Licht geht es ein bisschen besser. Dass ich das dann besser sehe. Wo dann die neue Spur anfängt, ja. Dann fahren die so um. Genau. Jetzt kommt gleich der Spurwechsel. Hier, ja. Und dann fahren wir hier rüber. Dann haben wir noch ein Stückchen. Dann fahren wir hier rüber. Okay. Ja, das ist ein schräges Feld hier. Und von daher ist es nicht so optimal. Aber was will man machen so als ein armer kleiner Auswanderer? Das sind natürlich nicht die tollen Felder, sondern du musst ja erstmal die da kaufen, die du leisten kannst. Und die anderen dann so hergeben werden. Und die guten Felder sind natürlich alles schon vergeben an die einheimischen reichen Leute, die haben halt die guten Felder. Und ja, wenn dann zu spät kommt, der letzte, dann die Felder, die noch übrig bleiben. Ja, und so habe ich also hier eben Post bekommen. Wenn man Lotto gewinnt von 1,2 Millionen, habe ich 3 Felder bekommen. Jetzt habe ich noch ein viertes geerntet. Und die sind jetzt alle, was hat die für verschiedene Farben wieder. Das nimmt hier verschiedene Farben an. Okay.
hier durch sein. Sind wir gleich durch, ja. Also der richtet die Farbe auch dann ein, ob wir jetzt hier wo die Sonne steht oder ähnlich, glaube ich. Sind wir schon wieder durch? Okay. Dann fahren wir hier mal runter. Dann können wir gleich hier wieder sitzen. Müssen wir gleich hier einfahren. Okay. Und dann müssen wir sehen, wo jetzt hier noch was ist, dass ich die Flecken jetzt hier abfahre. Damals, aber hier in der Mitte muss noch was sein, ne? Wo war ich denn jetzt da gerade? Hier glaube ich, oder? Wo haben wir jetzt noch was vergessen? Hier in der Mitte, also. War gerade vergessen. Okay. Da müssen wir hin. Wir fahren nochmal zurück. Vielleicht sehen wir jetzt das hier besser. Hier nicht. Wo haben wir denn jetzt hier noch was vergessen? Da haben wir was, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wo jetzt ist, was sagt hier die Karte? Die Karte sagt also, wir haben einige Stellen vergessen, aber ansonsten sieht es schon ganz gut aus. Okay, bin ich mit zufrieden. Erstmal muss es perfekt sein. Gehen jetzt mal hoch. Dann können wir zu dem anderen Feld fahren. Dann fahren wir zum ersten Feld. Machen wir das hier auch. Dann haben wir die 3 Felder wieder fertig gesät. Und dann machen wir jetzt das Feld hier. Dann arbeiten wir das Feld ab. Und dann mal runter und düngen. Moment, ich habe gar keinen Dünger mehr, sehe ich gerade. Ich habe keinen Dünger mehr. Also, jo, wo ist der Dünger? Habe ich hier noch welchen? Ich habe im Shop noch welche stehen. Das ist natürlich blöd, wenn man da keinen Dünger mehr hat. Wenn man da gleich, kaufe ich mal Kunstdünger und so. Dann wollen wir erstmal auffüllen und da tut auch noch kaufen. 2000 Liter. Geht reicht auch für dafür. Da brauche ich den teuren Kunstdünger, ne? Dafür muss eigentlich noch jede Menge von da sein. Jede Menge vielleicht nicht, aber okay. Da hatte der Helfer einen gekauft und ich habe auch mal einen gekauft und gestern habe ich einen gekauft und den dann wieder zurückgegeben, habe ich den verschenkt. Aber ist egal, und da steht der jetzt noch, schauen wir mal. Ja, was soll jetzt hier wieder? Was hat der jetzt eigentlich mich? Ach die Maschine habe ich hinten an. Okay, die Saatmaschine, die habe ich gerade nicht gesehen, die ist ja auch ein bisschen breit. Okay. Sollte man natürlich aufpassen. Stellt die Saatmaschine hin und so, wie sieht das jetzt aus? Da haben wir die Menge stehen. Da haben wir, was steht da? Was steht hier? Da haben wir so, da haben wir Dünger. Da haben wir Dünger. So. Und weiter ein bisschen so.
sollte der nehmen, sollte ich jetzt schon mal lernen. Macht er. Okay, haben wir. Und dann möchte ich noch den Saatgut nehmen. Aber der will nicht so richtig beim Saatgut. Okay. Hier haben wir Saatgut. Stopp. Ja. Wieder her. Und Filter auf unten. Sehr gut. Aber der ist schon mal leer und der zweite, den leeren wir jetzt auch. Ja, da haben wir Kalk. Haben wir jetzt zweimal Kalk hier stehen? Oder wie? Was haben wir hier? Da ist auch noch Kalk. Okay, dann fangen wir mal hier ein bisschen weiter weg hier. Okay, damit wir das besser sehen. Und dann kaufen wir im Shop noch mal ein paar, Nummer 2 Einheiten für Saat. Dann kaufen wir Nummer Saatgut. Einmal ein Big Details, kostet 9 € kaufen, ja. Dann nochmal kaufen, ja. Und nochmal kaufen, ja, von mir aus. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt da hinkommen. Habe ich da mal Saatgut? Habe ich da mal Saatgut? Habe ich da mal Saatgut? Und dann sehen wir mal, dass wir aufladen können. Bin ich nahe genug dran, oder? So, okay. Wir werden das mal hermachen. Lädt den auf an. Okay, dann legen wir noch an. Okay, und dann haben wir hier den letzten. Da schaffen wir dann noch was. Okay. Haben wir das gut aufgefüllt und alles gefüllt, okay? Auf in die Heimat. Und dann versuchen wir mal weiter Kartoffeln zu legen. Ja, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Und jetzt ist. Also, jetzt können wir wieder schön Kartoffeln legen. Man muss nur aufpassen, dass natürlich der Dünger drauf nicht auf einmal ist, dass dann das Fett gut gedüngt wird. Dass die Kartoffel dann auch dann Portion Dünger bekommt. Zwar wird der dann trotzdem nochmal gedüngt, aber ja, jetzt haben wir also schon mal ein Feld gemacht. Ein Feld wird gelegt und jetzt machen wir das zweite Feld. Ja, neulich habe ich den Helfer das machen lassen und dann hat der getankt, aber ich weiß nicht genau, was der da getankt hat. Weil der Tank ist ja teuer hier, der für den Dünger, der kostet richtig Geld. Also wo war ich jetzt hier? Am Anfang war ich, glaube ich. Habe ich schon eine Bahn gemacht, oder? Weiß ich so genau nicht. Sehen wir jetzt mal. Das sehen wir jetzt mal. Wir haben ihn nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin.
Dann müssen wir hier, ja, das mal zurück. Immer dasselbe Theater mit dem, immer dasselbe Theater. Immer dasselbe mit dem. Der möchte also, dass ich da direkt gerade anfahre und so. Und wenn ich dann da schon mal falsch stehe, dann lässt er sich ja nicht richtig stellen. Also absenken und los geht's. Einmal Kartoffeln legen. Dann legen wir jetzt hier auch Kartoffeln. Ja, dann haben wir die Felder schon mal fertig gemacht für heute. Und baue ich noch was für die Ernte, dass wir das Feld, die Hälfte vielleicht abernten. Vielleicht 20.000 Tonnen oder 30, mal sehen. Und dann fahre ich eine Fuhr Kartoffeln weg für 7.000, 8.000 €. Für die Einnahmen haben wir heute. Und damit mein Konto wieder aufgeführt wird, dann müssen wir noch Gas sehen heute Nachmittag. Wo haben wir denn? 8:40 Uhr habe ich jetzt, ja, gut, schaffen wir. Also jetzt ziehen wir rein, dann wieder hier hoch. Also der Kartoffelbauer ist in dem Element hier, wie man sehen kann. Ja, aber was passt zu Kartoffeln? Du machst jetzt Kartoffeln, dann kannst du aber nur Kartoffeln machen, ne? Und das eine, das Einfachste, mit der vorhandenen Materialausstattung holst du also verdienste Geld. Und das ist übersichtlich, wenn man jetzt das kombinieren will, sagt ja, ist mir zu langweilig, ich möchte jetzt noch Zugrüben haben, wie ich gestern. Du brauchst aber wieder eine neue Infrastruktur, du brauchst einen Zugrübenernter, dann baust du eine andere Sämaschine und die andere Sämaschine, die kann dann natürlich auch andere Sachen säen. Dann säst du damit also nicht nur Zugrüben, da kannst du dann auch Sonnenblumen und so machen. Ja, und wenn du die ernten willst, dann baust du dann wie einen Drescher dafür, einen anderen und so. Und dann wird der Fuhrpark immer größer und teurer. Und deine Schulden immer größer. Davon kommst du dann gar nicht mehr runter. Ja. Also soweit ist die Technik ganz gut, aber dann verliest du ihn nachher. Bei den letzten Metern müsst ihr dann irgendwie eine große Runde machen und dann das Stück da, das bisher nicht gepackt ist, dass du dann da drauf fährst und das du hier so klein machst. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Bauen wir mal hier so um. Ja, die Vögel haben Spaß jetzt hier, das wird gesät, ja. Die holen sich ihren Anteil. Was sie noch tun, jetzt müssen wir auch leben. Okay. Was ist das hier? Okay, dann können wir das mal ausschalten. Und dann fahren wir die Maschine mal
Ja, jetzt sind alle 3 Felder Pop-up. Und ich weiß, dass man hier, ich kenne den Aufwand, ne? Wenn man ein bisschen schneller geht, damit das ein bisschen schneller geht hier. Und stellen wir diese Maschine hier rein. Gut, wie steht die gut? Nur die abhängen. Okay, dann hängen wir jetzt den Wagen an, den Akkulader da, den hängen wir jetzt an und dann springen wir gleich mal auf die Erntemaschine und dann wollen wir wissen, was ernten. Wo sind wir denn jetzt hier? Da, ich möchte eigentlich vorwärts fahren. Ich möchte eigentlich, da ist der Satz, da wollte ich eigentlich hin. Nicht der so aussieht. So, das steht dann schon mal drin, aber noch ein Stückchen. Okay, haben wir den schon mal eingegangen. So, dann wechseln wir mal die Maschine. Da haben wir so angeschlossen. Und wo stehe ich jetzt hier? Also ich muss um den Baum herum. Ich muss um den Baum herum. Und dann mit der Helfer schafft das auch nicht, ne? Ja. Der Helfer bleibt so hängen oder so was. Und da dauernd, immer oder einmal, weiß ich nicht. Wenn ich den Helfer jetzt mal arbeiten lasse, was passiert dann? Helfer? Na, hat er das Feld nicht erkannt oder? Jetzt hat er es erkannt, okay. Jetzt fällt er das Feld ab. Jetzt ist er drin. Und jetzt fällt er also die Reihen ab. Okay. Wie lange braucht er dafür? Ja, er braucht so viel, so lange wie er braucht, ne? Er braucht so lange, wie er braucht. Man kann nicht jetzt nicht immer mich hier auf den LKW konzentrieren. Und dann beobachte ich den Helfer bei der Arbeit. Oder ich mähe Gras, ich könnte auch Gras mähen. Der braucht eine Weile hier. Hier bin ich. Also vielleicht mal Gras mähen. Zwar auf dem anderen Feld, da wo ich Ruhe und Zeit habe. Und wo die Beine dann dem Helfer auch nicht. Also ich muss jetzt auch noch herausfinden, wo kann ich den Helfer arbeiten lassen und wo fällt er sich dann fest. Also jetzt erstmal hier Absenken einschalten, dann wechseln nach hinten, die Absenken auch einschalten. So, da habe ich den eingeschaltet. Jetzt können wir den hier, können wir hier Tisch ändern, so. Jetzt fahren wir jetzt das Feld hier hoch, das Kartoffelfeld, das wir gerade erstellt haben. Ja, also, jetzt der Helfer Robotik, der Helfer erntet jetzt. Und wie lange braucht er jetzt dafür? Der wird natürlich Bauerhilfe brauchen, der fährt sich irgendwann fest. Und dann springe ich dann mal dahin. In der Zwischenzeit kann ich also hier Geld verdienen. Die erntet jetzt also. Und ich ernte jetzt hier Gras in der Zwischenzeit, verdiene mit Gras mein Geld. Okay, wir sind voll. Und den ersten schon mal auswerfen. Er fährt zurück, ja. Das hat er schon mal gut hinbekommen.
Besser wie ich. Besser wie ich. Okay. Und die zweite Runde ab. Und ich sag mal beim Enden kann er nichts verkehrt machen. Wenn er voll ist, er voll, dann ist er voll. Und wenn er festhängt, dann ist er Bescheid, ich hänge fest. Ja. Wenn er festhängt, fahre ich hin, mache ihn wieder frei und dann hat er wieder einen Durchgang, kann noch weiterfahren. Okay. Das haben wir dann auch. Wie sieht es jetzt hier? Bald voll, bald noch nicht, aber bald. Jetzt sind wir voll. Nummer 2 bitte. Was macht der Helfer? Beobachte den durch der Ferne. Ja, hier kommt schon wieder ein Turm. Ich weiß nicht genau, wie der fährt, aber er fährt auf jeden Fall. Er fährt und ich fahre auch. Jetzt sind wir also alle beschäftigt. Der Helfer hat Arbeit und ich habe auch Arbeit. Und dann, also dass ich jetzt lerne, auch als Fahrmanager den Helfer in Anspruch zu nehmen. Der Helfer kostet nicht deswegen Geld. Was Geld kostet, sind natürlich kostet der Helfer Geld, wenn ich da mehr 1000 € an den Helfer bezahlen muss. Und das hätte ich Geld, die ich hätte selber machen können. Hat einen unterschiedlichen Stundenlohn. Das ist ein Anteil kostet jetzt mehr wie jetzt okay, sind wir durch hier, ne? Dann sind wir durch. Und wenn wir das mitnehmen, da springt jetzt die Hand an. Tuk, tuk, tuk. Und dann fangen wir mal so wieder an. Dann fangen wir jedem ab. Und das fährt ab. So war das dann, ne? 4000 haben wir, okay? Hammer. Also, dass ich so weniger Stress habe. Ich muss lernen, einfach mit den Helfern zu arbeiten und dann auf diese Weise den Umsatz zu maximieren. Dass auf diese Felder mehr Felder und schneller bearbeitet bekomme und dass ich dann so auch ja, wenn ich jetzt das Nachbarfeld noch kaufe, dann habe ich da auch nochmal ein Kartoffelfeld und dann muss ich mir dann mal anschauen, wie die Lage da ist. Und weil das schaffe ich nachher gar nicht mehr als alleine. Wenn ich alleine fahre, habe ich zwar diesen Profit, scheint mir, aber ja, er fährt da hinten an. Er fährt und fährt.
Und jetzt habe ich ja keine Meldung bekommen, dass er voll ist vom Tank. Und dann fangen wir mal so ran, dann fangen wir das Fett ab. Hier liegt richtig fettes Gas. Ja, denn auf diese Weise jetzt momentan habe ich also den doppelten Verdienst, das doppelte Einkommen, weil der Helfer erntet jetzt und ich ernte auch hier das Gas. Und beide zusammen können wir gar nicht machen. Also, ich sehe mal, was der Helfer macht jetzt. Und dann brauche ich schon mal kurz ausspringen gleich und dann sehen. Also das klappt gut bisher. Und wenn ich jetzt vorne ansetze, das will man jetzt, weiß ich nicht, aber vielleicht eine Stelle oder zwei, und der Helfer dann Hilfe braucht. Und dann muss ich den vielleicht mal ihn dann unterstützen. Was aber jetzt auch kein Beinbruch ist. Was auch kein Beinbruch ist. Und dann kommen wir jetzt hier das ab hier. Dann kommt das ab. Und so. Wenn wir das hier noch mitnehmen. Nehmen wir das hier mit. Ja, und hier haben wir noch was zu mitnehmen. Mit der Bewegung. Dann bauen wir das hier ab. Und dann sind wir schon wieder da. Ach, was sagt er? Lohnzählung, sagt er. 259 bisher. Ja, gut. Muss auch sein. Ein Mensch, der arbeitet, muss ja Geld verdienen. Und der hat dann nicht mal 10 Tonnen geerntet. Der hat dann keine 10 Tonnen. Und dann kostet es schon 260 Euro. Bei der Rennzeit zum Arbeiten, so wie. Was ist denn? Was macht der Fette? Der Helfer? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Und dann kommen wir hier so. Dann kommen wir so. Und muss jetzt hier die nächste Runde fertig sein, ja. Und da haben wir wieder einen voll. Was macht der Helfer? Nicht dort dahin, der fährt brav auf ab. Also, das sind ja 40 Stunden, die wir abfüttern, kostet der Helfer 1000 Euro oder so. Der 1000 Euro für 10.000 Euro für 10 Kilo Kartoffeln oder so. 1000 Euro vielleicht zusätzlich an Kosten, die dann von der Hand abgezogen werden müssen. Naja, aber ich verdiene jetzt nicht, der hat ja auch Geld. Da müssen wir von meinem Verdienst hier vielleicht abziehen. Gut, dann fahren wir da mal hoch.
muss für eine zugänglich sein. Zusatzaufwendschaften. Was soll denn das jetzt? Der Helfer arbeitet und muss Geld verdienen. Ist ja klar. Und jeder will Geld verdienen, als auch der Helfer. Er arbeitet ja nicht umsonst. Aber dass bisher dann nichts vorgemacht habe, das wundert mich jetzt. Die müsste langsam voll sein. Also der fährt ja nicht ganz um, so wie ich, sondern der fährt fährt brav auf und ab. Der fährt brav auf und ab. Dann probieren, dann kommen wir wieder in den Pföpfen. Okay. Und wenn er dann schön abgearbeitet hat, dann habe ich das Feld hier, dieses Feld abgearbeitet und dann wie die Reihe. Dann die dritte Reihe. Und da sieht viel mit Täuschung hier. Wieso will das jetzt hier liegen? Ich wahrscheinlich, oder wer? Wenn der dumm fragt, ne? Hab ich ja wieder nicht mitbekommen vorhin. Das zieht so viel. Dann muss ich hier rein. Okay. Und jetzt, ja, also wie kann ich expandieren? Nur durch Felder? Wie kann ich meinen Umsatz vergrößern? Momentan liege ich jetzt bei 30.000. Wenn ich die Hälfte einsetze, weiß ich nicht, ob ich auf mehr Geld komme oder auf weniger. Also der Helfer kostet vielleicht 1.000 Euro oder so, oder 2.000. Und dafür hat dann die Ernte gemacht. Und in der Zwischenzeit, wo der Helfer da jetzt arbeitet, kann ich aber quasi arbeiten. Und was ich ja sonst nicht könnte. Würde ich zwar, wenn ich das selber machen würde, das Geld da verdienen, aber da sind wir schon wieder voll, okay. Was macht der Fette noch? Wo ist der Helfer? Dort da hinten ist er. Da hinten ist er. Jetzt fährt er wieder zurück. Der macht doch ganz langsam, denke ich. Ganz umständlich. Also, weiter geht es. Weiter geht es. Jetzt haben wir das hier. Haben wir das hier abgeendet. Und dann gehen wir hier nochmal um. Okay. Und ja, den Bildchen durch. War alles abgemäht hier. Läuft aus. Laden los weg hier. Das hier haben wir noch so eine einsammeln. Das haben wir nie lassen. Das haben wir immer jetzt mit. Und da haben wir auch noch was hier lassen. Dann nehmen wir das jetzt auch mit. Und dann machen wir das auch.
sind wir schon wieder voll hier. Was habe ich hier hingetan? Was habe ich hier noch durchgelassen? Also, okay. Wie weit soll denn hier? Haben wir hier nochmal ein? Haben wir hier noch Rezepten? So, ja. Und, machen wir. Also, wenn wir wieder auswerfen, dann dürfen wir ein aus. Was ist das der Hilfe da unten? Müssen Sie den foltern? Ich kenne eine Meldung von dem. Ich hoffe, der ist voll. Der wartet jetzt auf, dass ich da das sehe oder wie. Mir ist ausgefallen, genau. Der hat also Arbeitszeit. Dann will ich mal da kurz rüberfahren. Dann will ich kurz denken. Nee, dann ja. Und hat er das so ausgefallen? Ich weiß nicht genau. Ich glaube ja. Die machte so keine Meldung. So, müssen wir runterfahren. Ja, okay. Und das müssen wir auch fertig machen. Wie sieht es jetzt aus? Und Tschüchen, ja gut. Also 10.000, jetzt 10.000 drin. Ja, das klappt ja gut. Nur, dass ich jetzt gedacht hätte, ich bekomme eine Meldung von dem. Hilfe, die wir vermutlich gibt, weiß ich auch genau. Wir sind jetzt hier weg. So. Wir gehen jetzt weiterfahren. Ne? Jetzt fährt er weiter, okay. Und ja, und ich springe mal wieder auf einen anderen Mann, auf den hier. Und haben wir mal hier weiter. Mädchen ist hier überhaupt. Hier unten bin ich irgendwie. Mädchen ist hier untergekommen. Was ist das? Bin ich Bergsteiger geworden oder wie? Wünsch jetzt hier. Ich glaube, hier will ich gar nicht hin. Ich bin nur wieder zurückgefahren. Ich muss zurück hier. Ich muss zurück. Wo bin ich jetzt hier, verdammt nochmal? Mal Perspektive wechseln. Bin ich ja hingekommen. Da bin ich am Wasser. Hier ist es da runter. Ich hoffe, dass es hier, wenn ich da runterfahre. Okay, ich hoffe, wir gehen zur Busane. Okay. Wir mal da runter, okay. Haben wir schon 550 Rundherum. Und 550 von den 10.000, also von den 8.000, Momentum erstmal einschalten und dann wechseln und wieder einschalten, okay. Was war das? Also, weiterfahren. Kommen wir hoch.
Auto. Subject, ja. Dürfte fahren. Die dürfte fahren. Also, geht oder nicht? Ja, also 550 bisher. Belohnzahlung. Ist das jetzt viel oder wenig? Ja, also ich verdiene jetzt hier mit jedem Ballen 1000 Euro. Und von da kann ich mir das eigentlich bequem leisten. Okay. Haben wir hier noch eine Spur? Haben wir noch was mitnehmen hier? Also, das muss ich gleich einsammeln. Dann sammeln wir mal das ein. Und die Führung ein zusammen auf Fisch. Und haben wir dann auch noch was. Dann wie Mounter, Stopper langsam. Aber hier nehmen vorbei. So. Also, wie ist das hier? Ja, mal jetzt hier. Mehr mal jetzt ab. So als mir. Und das auch mir. Und das ist mir. Dann kann ich das ja alles abnehmen. Dann kann ich das ja alles abnehmen. Welche da alles ab. Und wieso hängt der da fest? Der Helfer oder was macht der? Ist der so abenteuerlich aus? Der hängt fest. Kommt keine Meldung, nichts. Also, der sagt noch nichts. Der wartet dann, bis ich überspringe oder wie? Also, kann man das machen, wo man wechselt. So, bin ich ja drin. Und das ist wie mal rein. Dann müssen wir jetzt in das wie immer. Ich komme nicht um, jetzt klar. Weiß ich auch. Müssen wir hier so hochfahren. Und dann fahren wir da zu Bett. Dann fahren wir da zu Bett hin. Und weiter. Und so, wie sieht das? Hier, nächste Runde. In die nächste Runde abfahren. Okay. Und abfahren. Und Marsch. Und Marsch gemacht. Auf weiter geht's. Dann können wir jetzt mal den absitzen. Und dann können wir weiterfahren hier. Macht er nicht. Macht er nicht. Warum nicht genau? Weiß ich nicht genau. Macht er nicht, doch jetzt macht er es, okay? Okay. Kann passieren. Dafür sind wir ja da, ne? Okay. Dafür sind wir da. Jetzt habe ich hier den fertig. Okay, ein paar Liter fehlen noch. Sind wir hier heute klein, ich meine Mann. Heute klein nicht. Und jetzt sind wir durch oder nicht? Immer noch nicht. Meine Mann.
Aber jetzt, ne? Immer noch nicht normal, weil haben wir den hier, wir müssen den bald haben, ne? Dann fangen wir durch. Jetzt aber, ne? Immer noch nicht durch, Mann, oh Mann. Immer noch nicht. Mit hier nochmal ins Gas fahren. Dann fahren wir nochmal ins Gas. Dann haben wir das jetzt. Ja, das Gas ist nicht hoch genug hier. Das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Und ich will nur die 4 die Frau kriegen hier. Ich hab das jetzt nicht. Das glaube ich jetzt ja auch nochmal Frühstück, ne? Und das ja auch noch. Und mal den da mitnehmen. Und dann hier so ein. Jetzt muss ich ihn aber haben. Immer noch nicht. Es ist denn möglich. Wieso kriegt ihr nicht? Also, sind nicht eingeschaltet. Den vorne auch nicht. Also hätte sie vielleicht längst gekriegt, wenn ich den eingeschaltet gehabt hätte. Okay. Schauen wir mal. Zweiter Versuch. Wir sind da lernfähig. Also was macht der Helfer? Der Helfer hilft. Sehr gut. Der macht das, was er machen soll. Dann können wir nochmal einfahren. Fangen wir nochmal ein. Ich möchte jetzt nur, damit haben wir voll okay. Jetzt haben wir komplett. Wir können den hier mal ablegen. Dann legen wir den hier ab. Und dann können wir den nächsten hier vielleicht auch ablegen. Dann legen wir den hier ab. Und dann kommen wir jetzt hier dahin. Und das haben wir nie geschafft. Okay. Dann fangen wir mal die Beine an. Und okay, hier sind wir. Jetzt haben wir was. Ja, den baue ich jetzt natürlich gleich. Was machen wir jetzt? Sollte mit dem anderen vielleicht den abhängen. Den sollte ich vielleicht abhängen. Den vorne, den Pöttinger. Hinten ablassen. Okay, dann kommt das war die Kuhn hinten angucken. Dann hin zurückfahren. So, dann kuppel ich den ab hier. Dann kuppel ich den ab. Geht aber nicht, ja. Und jetzt kann ich den anderen vorne, hinten stehen, Pöttinger abkuppeln. So, jetzt habe ich Platz. Jetzt kann ich die Hose tun. Das wollte nicht einfahren, mein Lieber. Und also, da wollen wir jetzt hinfahren. Und dann sammeln wir die mal ein. Okay, ein Kuppel haben wir, abfahren haben wir auch. Und dann, wo liegt jetzt der erste? Hier nicht, da liegt er.
da nicht der erste, dann nehmen wir den mal auf hier. Nummer 1 haben wir. Nummer 1 haben wir. Dann die zweite. Nummer 2. Haben wir auch. Okay. Nummer 3 nehmen wir jetzt mit. Dann Nummer 4 nehmen wir auch mit. So, haben wir wie Stück jetzt? 4 Stück haben wir. Dann nehmen wir hier Nummer 5 mit. Nummer 5. Dann nehmen wir dann Nummer 6 mit. Dann haben wir hier Nummer 7 und 8. Und dann Nummer 7. Und dann haben wir Nummer 8. Und was haben wir hier? Hier haben wir Nummer 8. Okay. Einfahren und hoch. Und drunter schon wieder. Eine große Nachfrage bei der Spinnerei. Ja, na was denn? Große Nachfrage bei der Spinnerei. Ja, was soll das? Mit der Spinnerei habe ich doch gar nichts zu tun. Aber doch nicht nachher. Aber doch nicht an meinen Sachen hier. Das nicht aus die Tasche. Oder was meint ihr jetzt hier? Wer braucht ihr jetzt hier aus die Tasche? Weiß ich so genau nicht. Also, fangen wir es mal so um. Okay. Und dann schauen wir mal hier. Wie lang ist hier? Wie ist die Lage also? Und dann gucken wir so. Und dann haben wir so eben. Und dann haben wir so eben. Was kriege ich jetzt heute? Ja, ist nicht Gebüsch, das ist nicht viel. Okay, 8000. Ja, aber das hätte sie nie verdienen können jetzt, wenn der Helfer jetzt dann nicht die Ente gemacht hätte. Okay. Und ich muss wechseln, ja. Sind wir in Silber. Also, Maschine Nummer 2, der blaue Turbo. Der fährt da ab wie die Post. Der fährt noch schnell wie der andere. 50, okay. So, was macht jetzt der Helfer? Der Tank wieder voll, oder? Dann haben wir jetzt 8000 schon mal verdient. Was macht der jetzt? Was macht der? Der steht da und wartet. Der kann gut stehen. Okay. Wenn der steht, dann steht da. Dann können wir hier weiter zum Hinfahren. Dann fahren wir zu dem hin. Der fährt noch. Der fährt noch. Der fährt noch. Der fährt noch. Okay. Also ich hätte gedacht, der macht jetzt Pause und wartet, bis ich jetzt komme. Also, wir sind da.
Weiter nächste Runde, nächste Bein andimmeln. Und da haben wir noch welche. Dann nehmen wir die mit. Das ist die Nummer 1. Dann haben wir hier noch Nummer 2. Ne, hier haben wir nicht Nummer 2. Da auch nicht. Ich kenne keine Beine. Also wenn ihr das Stück schon alles da. Und jetzt einen einzigen dann nur. Und den packt man den mit. Okay. Und den auch. Mit 2 Stück drauf. Ja. Super. Wie sieht es aus? Wie sind die alle? Da liegt einer, okay. Da haben wir noch einen. Und Nummer 3. Nummer 3. Ja. Und sonst sieht es sehr aussehen. Sie keine Beine mehr. 3 Beine. Okay, das war's hier, glaube ich. Das war's, 3 Beine. Mehr haben wir nicht. Und dann steht da nichts mehr, oder? Hab ich irgendwo einen vergessen? Hier einen vergessen? Ne, hier ist auch noch eine. Also okay. Dann fahren wir wieder weg. Also da haben wir 10.000 schon mal an Bahn, Leute. Mit dem Aufwand, ne? Während der Fahrt. Also da drüben, Leute, 10.000 schon mal an Bahn. Während der Hälfte jetzt das Asphalt aberntet. Wenn man 9 kann ich ja mich mal bezahlen. Das sind 2 Gasballen. Okay, 2 Gasballen für den Helfer, 2.000 Euro. Und dafür habe ich dann keine weniger Arbeit. Jetzt habe ich den einmal. Okay, wird blockiert. Dann fahren wir gleich da mal hin. Dann fahren wir gleich mal dahin. Der wird blockiert. Also immer dasselbe hier zurückfahren. Und dann kommen wir jetzt wieder um. Dann fahren wir wieder um. Dann kommen wir 9.100. Habe ich jetzt die 3 da bin. Die so, dann nehmen wir die da mit. Okay. Und dann können wir jetzt hier abfahren. Wir können abfahren. Und dann so einmal einschalten. Absenken und Marsch. Und Helfermarsch. Was ist los? Was ist los beim Helfer? Warum will er nicht? Wieso wird Helfer denn auf mich blockiert? Das war vorhin. Jetzt nicht mehr. Also warte bitte. Ja, weiß ich genau. Den Vertrauenskontakt. Und jetzt fangen wir erstmal den fangen wir erstmal ab hier. Dann liefern wir erstmal die 3.000. Haben wir? Was jetzt? Jetzt. Okay. Dann können wir den mal hochmachen. Und fahren Tonkontakt. Jetzt ist den Kontakt voll, ja.
Okay, dann können wir mal gleich rüber. Den abfangen. Okay. Dann fangen wir jetzt den Content mal werden. Wo ist er jetzt? Wo ist der Seite? Der Content. Hier ist der Content. Okay. Dann fangen wir hier mal drüber. Okay. Dann haben wir 20.000 da. Da kann ich mal sehen, wo guter Kartoffelpreis ist. Also, guter Kartoffelpreis ist also 408 bei der Ranch oben. Okay, fahren wir zur Ranch. Haben wir und dann fahren wir hier. Dann fahren wir weiter. Ja, okay, meine Schuld wieder. Haben wir meine Schuld. Das mache ich jetzt hier. Okay, jetzt fahren wir zur Ranch. Und ich könnte an der Stelle die Ballen da und ich fahre mal eben bei den Ballen. Da will ich jetzt einmal drücken und der Schiff. Immer 2039 zusammen. Okay. Der 1900. Okay, dann können wir jetzt hier mal da mal durchfahren. Okay, dann haben wir das hier. Wo war ich denn jetzt hin? Ich bekloppt oder was? Wie geht's hin? Okay, dann können wir wieder weggehen. Ja, toll. Ah, toll, super. Das ist hier ein Nobelchen irgendwie. Ja, Männer und Spielzeuge, ne? Also, unglaublich. Ist unglaublich. Also, stellen wir den erstmal da ab. Die Nose ist, was haben wir jetzt schon wieder? 223 runter, ja, ich weiß. Und bildet mir das immer so ein. Ich hatte ungefähr 1000 Euro. Und ich war abhängig, ja. Und fahren wir weiter. Und den Phone erstmal einhängen. Und den Phone einhängen. Ja. Dann müsst ihr den anderen hinten auch irgendwie einhängen. Super. Das ist super. Dann kommen wir an. Okay. Dann den auch hingeschlossen. Und dann hängt der auch dann. Damit ist es gespannt wieder zusammen. Okay. Dann wollte ich jetzt Rennrad fahren. Das mache ich jetzt auch. Den Helfer lasse ich jetzt zwischenzeit mal alleine. Ja, also ich habe jetzt 8.000 für die Ernte. Ich bekomme für die Kartoffeln und ich habe jetzt 8.000 quasi dadurch verdient, durch den Helfer. Ja, und das habe ich sehr auf.
Also der Helfer hat zweimal stecken geblieben. Muss er entschieden. Also zweimal stecken geblieben. Das sind 20 Tonnen. Und also das Feld bekomme ich ja bequemer abgehandelt, wenn der Helfer das macht, als wenn ich das mache. Wenn ich dann noch was anderes mache dazu, ja. Also Grobern, so kann ich es ja machen. Der fährt immer langsam auf dem, ist so schwer geladen, 20.000 Tonnen oder was. Okay, ich fahre jetzt hier berghoch, ne? Also hier möchte ich auch mal ein Feld haben, hier oben. Also das ist ja die beste Lage, aber das ist auch schon eine gute Lage hier. Meine ich zumindest. Kann natürlich sein, erst wenn man direkt darüber fährt, sieht man, was für ein Feld das ist. Im Zentrum ist immer da, wo ich bin, denke ich, und nicht das nächste Feld hier, weil die fragen jetzt, ob der Helfer mit was klarkommt, mit so runden Proportionen, die so eine runde Hand liegen, abarbeiten kann, oder? Also, dann kann ich ja, wenn ich das Feld heute da abgeerntet habe, mit Hilfe des Helfers, kann ich dann ja sogar das nochmal bestellen. Kommen wir jetzt mal hoch. Und dann kann ich jetzt heute gleich noch wieder zubereiten, das Feld. Und dann habe ich dann morgen wieder eine Ernte. Dass ich mit Helfer quasi jeden Tag das verarbeiten kann. Das wäre natürlich auch schon mal eine Steigerung. Vielleicht vom Umsatz, dass man dann so durch den Helfereinsatz, der kostet jetzt 1000 Euro, aber wenn ich auf diese Weise so eine ganze Ernte zusätzlich schaffe, also soll es 8000 geben, bringt er 8010. Und dann können wir wieder zurückfahren. Und in der Zwischenzeit arbeitet der Helfer weiter. Und ja, Porsche fährt voran. Und das wird wieder abgeerntet. Oder wie auch immer. Das ist eine große Lange, welche hier mittlere, da kann ich drauf fahren. Wenn ich mir das hole, kann ich hier gar nicht so drauf fahren. Und das ist das eigentliche Feld. So ein großes Feld, aber muss ich quasi erstmal hier hochfahren, dann kann ich auch nicht direkt hier hochfahren. Wenn ich hier hochfahre, dann natürlich in meinem Feld bin, okay, hier ist wieder runter, und sie haben noch ein Sartennest, ein Nebenport,
Und sie haben es dir, dafür die haben sich gute Nacht sagen. Da sitze ich in meinem Bett. Ja, also wie gesagt, ich schätze, der Helfer verdient 1000 Euro, kostet mich 1000 Euro für das 1200. Dafür hat er das ganze Feld jetzt abgeerntet. Und in der Zwischenzeit konnte ich also, okay. Also jetzt kann ich mal warten, bis er soweit ist. Und jetzt habe ich jetzt meinen Leerlauf, ne? Jetzt habe ich jetzt meinen Leerlauf. Was haben wir jetzt? Jetzt habe ich also die Felder. Also muss gedüngt werden. Der Rothals muss gefügt werden. Das könnte ich schon fügen. Wenn der oben aberntet, könnte ich schon fügen. Und ja. Aber ich habe einen Traktor in dem Moment im Beschlag. Den brauche ich ja, wenn der voll ist. Und der andere steht da hinten, muss ich den wieder abhängen. Und dann mit dem quasi muss ich den Flug machen. Und da habe ich also jetzt, die müssen gedüngt werden. 24 und 26 müssen gedüngt werden. Nochmal. Und die müssen gefügt werden. Ja, also, was tun? Also wenn ich die Helfer richtig einsetze, dann kann ich vielleicht, wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir. Also, wenn ich den Flug einsetze, wenn der eine Helfer hier quasi wenn der eine Helfer hier rubern und der andere fliegt drüber, klappt das? Weiß ich so genau nicht. Muss ich mal den anderen runter, muss ich mal den, muss ich ihn wieder abkuppeln. Erstmal vorne abkuppeln, dann vorne muss ich den abkuppeln, ja, haben wir. Dann muss ich da hinten fahren, kuppel ich den hinten ab, ja, und so muss ich den abkuppeln. Und jetzt hole ich quasi den Flug an, warum den Flug? Dann holen wir den Flug und dann kann der quasi von vorne flügen und dann kann der hinten die Helfer Nummer 1. Dann habe ich mit 2 Helfern in einem Feld, der eine erntet das Feld ab und der andere okay. Oder ist das eine gute Idee? Sehr schneller, weiß ich so genau nicht. Das sehen wir dann. Haben wir. Dann fahren wir da nach vorne, von vorne Feld und dann kann der das hier vorne, kann das Feld hier vorne grubbern. Wenn der Feld hier gerade vorne grubbern,
Momentum, ja. Und dann einmal absenken, dann habe ich jetzt hier einen. Ja, macht er sehr gut. Ja gut, den können wir mal ausstellen. Dann habe ich den zweiten Helfer jetzt auch. Der eine grubbert und der andere sät. Und was mache ich? Ich warte jetzt auf das Vorwärts. Okay, was ist jetzt das Feld jetzt hier? Okay. Und wenn die sich zu nahe kommen, gut, dann könnte ich den mal abhängen. Ich könnte den mal abhängen. Und dann hole ich in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt hier den Dünger anschmeißen, dann dünge ich mal das Feld. Also wird es die Akkordarbeit. Wir arbeiten jetzt hier in der Akkord rund um die Uhr mit 2, 3 Leuten und schaffen dann quasi Jobanhängen. Also wenn ich dann jeden Tag beispielsweise hier alle Felder würde man langsam und den jetzt lenkt einschalten, ja. Und jetzt sollte der springen, ja. Macht er. Wir holen ihn zu einmal. Dann kann ich ja hier mehr vom Mann das machen. Dann will ich nochmal. Zweite Runde. Und dann machen wir die dritte Runde. Dann machen wir die dritte Runde. Ja. Sollte man hinkriegen. Nur hin. Haben wir hingekriegt. Und wie das ist, habe ich oben was vergessen. Hier vielleicht, glaube ich, ne? Okay, dann können wir den ausmachen. Und dann fahren wir da oben hin. Das Feld. Dann fahren wir so hin. Und dann nehmen wir das Feld mit. So weit rüber. So, dass ich das Feld habe. Und dann muss ich von der Seite hinkommen. Dann kann ich das düngen. Und der düngt jetzt das Feld. Der düngt das Feld, ja. Und dann haben wir jetzt hier die Mittelpartie, düngt jetzt auch mal. Da habe ich was vergessen, okay. Ein Loch drin. Und dann haben wir hier, düngen wir hier nochmal. Das Feld nochmal. Und ja gut, dann haben wir das untere Feld ja auch. Und dann sollte eigentlich halt perfekt sein. Oder? Dann sind wir perfekt. Was hat der jetzt hier? Was hat der? Der hier? Der ist blau, ja. Mit die 24 oder nicht? Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Sollte nicht gemacht werden oder? Da kommt noch nichts. Vielleicht bin ich zu früh. Und so. Da müssen immer die Pflanzen kommen wahrscheinlich. Dass ich die Wachstumsphase noch nicht habe. Das wird das jetzt vergoldet und ausgegeben, aber okay.
stellen wir den jetzt hier hin, nehmen wir den ab und dann fahren wir zum Anhänger und der will jetzt wahrscheinlich wieder aufgeladen werden. Der will jetzt aufgeladen werden und dann fahren wir zurück jetzt so. Okay, haben wir Anhängen, ja. Dann fahren wir jetzt mal zum Bett. Dann fahren wir zum Bett rüber. Und dann fahren wir zum Bett. Dann laden wir den mal auf hier. 10.000 haben wir. Okay, dann laden wir die 10.000 auf. Du musst halt immer mal zum Blick haben, was die so machen. Und dann, okay, weiter geht's. Was machen die jetzt weiter? Der wird jetzt weiter. Leute, die von der Sand und die schön die Quere. Okay, könnte ich in die Quere kommen. Also mache ich gleich einmal mal Schluss. Und dann löscht ich einfach den. Den möchte ich jetzt einfach den lassen. Den möchte ich ihn lassen. Aber dann ein Stückchen selber. So weiter. Und ich will den nicht sehen lassen, auf ich. Okay. Also. Und ich kann die Sida einsetzen und das Geizgebe, so ein Zugfahren ein Stückchen, so ein Stückchen fahren, so, hier muss ich hin, dann muss ich das hier, die Hälfte wir machen lassen und sind wir, jetzt die Hälfte machen lassen, haben wir gemacht, okay, macht er, und dann kann ich wieder raus, jetzt beobachten die sich hier. Der eine fährt in die Richtung, der andere in diese Richtung. Sehr schön. Und ich sitze hier und drehe Däumchen. Ich beobachte die beiden. Sehr schön.
Ja, das heißt also, das Pferd bringt also, Achtung, da habe ich schon mal, wenn die Nummer voll ist, haben wir 20.000 voll, haben wir 16.000, jetzt haben wir für 20.000 von dem Feld, von den 3 Feldern drüben, muss man mal sehen. Also, ich meine, der arbeitet ganz gut, der Helfer dort. Wenn er mal zweimal stecken bleibt, ist nicht so schlimm. Dann will ich ihm helfen und kein Beinbruch. Und der kommt jetzt runter, ja. Wir sind hier voneinander entfernt. Witzig, witzig. Also der eine Kobold, das hat der eine Hand ist, das jetzt könnte ich noch einen dritten machen, das ist hier gleich noch neue säte Kartoffeln. Aber das will ich ja lieber selber machen, damit das nicht so teuer wird. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Das wirklich so teuer ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich komfortabler, wenn der Helfer gleich als kauft und besorgt. Das ist das. Okay. Sind die hier aufgrund von Versicherungskurs oder? Ja, jetzt aber. Jetzt sind die hier aufgrund von Versicherungskurs. Dann muss ich die mal anhalten, die mal arbeiten lassen dort, bis er wieder zurückkommt. Und die nächste Reihe abfährt. Die kommt dann vorbei, ne? Nur den vielleicht noch ein paar Tonnen drehen lassen, bis der weiter ist. Wenn der jetzt hier vorbeikommt, dann ist ihn überstehen, dann kann ich den vielleicht daher einsetzen. Ich weiß nicht genau, ist bei genug Platz da oder nicht? Wenn nicht, fahren wir halt weg. Okay, dann will ich mit dem wegfahren, fahren wir mit dem weg. Okay. Und dann fahren wir mit dem weg. Und dann schauen wir das wieder ansetzen. Und dann setzen wir das wieder an. Und sind wir hier. Dann bauen wir dieses wieder an. Das wieder an. Und dann findet er die Spur wieder, ja. Findet er. Dann macht er jetzt hier weiter. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und dann müssen wir das mal aussetzen. Kreuz den mal ab. So. Und dann Helferschuss. Und dann erstmal Helfer abfallen. Dann kann der Helfer die zweite Ebene machen oben.
Okay, war so gut. Also, als Fahrmanager muss ich halt nur sehen, dass meine Leute arbeiten. Ich setze mich wieder mal hin. Jetzt warte ich darauf, dass der Ergometer voll ist, dass ich ihn abdenken kann. Hier sehe ich aus. Denke noch, der braucht noch, der braucht noch, der braucht noch. Also, ja, so kann ich ja natürlich entspannt arbeiten. Wenn Leute bei der Arbeit beobachten. Also das mit visuellen Helfereinsatz, das geht. Dass an deinem Tag das Feld ja, abgehängt bekomme und gleich wieder voll bereit mache. Dass ich einfach die Intervalle verkürze durch Helfereinsatz und damit quasi die Frequenz erhöhe und dann kann ich ja morgen wieder ja, 16, 20, 40 Stunden wegbringen. Und ja. Dann heißt ich müsste das dann heute auch nochmal, dann machen wir den anderen nachher, dann kann ich den zum nächsten Feld rüberziehen, wenn der das hier durch hat. Also das klappte gut jetzt hier. Und dann kann der Helfer drüben arbeiten. Und dann kann ich das Feld hier legen. Dann jetzt habe ich 1000 Euro dafür ausgegeben und 2000 Euro an Lohnkosten bisher. Ich schätze mal 1500 bisher. Kann man schon was sehen bei den Lohnkosten? Schon was abgebucht worden hier? Mit den Lohnkosten. Ja, da haben wir schon Lohnkosten. Da haben wir Saatgut. Habe ich gekauft, ja. Einnahmeernte. Da haben wir Lohnzahlung 2000 Euro. Ja, ich habe 2 Leute eingestellt. Und ja. 2 Leute eingestellt. Da bleiben wir noch 14.000 Euro über. Ich komme gleich um 8.000. Also das heißt, der zeigt dann ja immer gleich an, wie mein Vermögen runtergeht.
Kontostand. Gesamt. Also ich hatte 10.000 bisher, habe ich eingenommen von den Ballen und dann habe ich nochmal 8.000 eingenommen von der Ernte und ja. Dieser gibt quasi ein Viertel. Ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht fertig, weil der arbeitet so unheimlich langsam bedächtig und Pause und so weiter. Wie dieser Denkkurs sind tatsächlich so, dass man nicht voll. Mann hat so eine Leitung. Der Bauer war ja, aber ich habe auch Zeit gebraucht, um das Feld abzuarbeiten. Aber jetzt habe ich wieder 2 Lohnportale wegen mir und den 2 Leute, die quasi hier arbeiten und das dauert. Und jetzt sind wir da raus. Ich war fast. Ja, dann haben wir die Ernte heute drin. Ich würde eigentlich schon die Hälfte Ernte machen. Aber hier sind mit dem Boden aus. Der muss also gekalkt werden, der Boden. Wenn der fertig gerubbert, dann kalke ich den. Und jetzt werden dann oben, der ist wieder voll da oben, oder was hat der? Nö, steht auf. Helferei, was hat der Helferei? Hat er gefragt, Grundtank oder wie? Okay, dann machen wir gleich den Wechsel hier. Und dann halten wir mal bitte Kontakt voll. Und dann sprechen wir uns das schon mal nachher an hier. Ja, das schafft er jetzt nicht. Muss ja quasi, der bleibt den hängen, ne? Die Handy wollen wir nicht wegfahren. Oder? Der kommt damit klar. Der macht eine Kurve. Der macht eine gute Kurve. Und kann man bitte das ab. Ja, sehr gut. Und dann schauen wir mal, wann der Grundtank jetzt voll ist.
Jetzt schaue ich mal ein bisschen der. Okay. Was heißt jetzt hier? Und dann werden wir sofort in das voll. Kartoffeln. Auch wenig Finger dort. Er hatte mal 40 Tonnen und sonst habe ich auch mehr. Jetzt will ich so auch weniger Ernte und zu wenig Kalk drin oder baue ich den Boden mal eine Ruhepause? Was ist los? Das ist eine Sendung, ja. Und schafft aber. Der schafft aber. Ja. Dann fällt es zurück wieder. Ja. Und jetzt bitte gleich anhalten. Okay. Helfer 3 halten vollen Kontakt. Dann sagen wir den. Okay. Dann nehmen wir den vollen Kontakt mal ab hier. Und der Helfer hier. Der Helfer hier hat einen vollen Kontakt. Dann fahren wir hier runter. Und wie sieht es? Natürlich, ja. Aber also, was hat der? Was hat der jetzt hier? Immer noch die Hensch? Der hat ja. Die Hensch hat immer einen guten Preis. Also auf der Hensch. Auf der Hensch. Dann auf der Hensch. Der kann dann weiterfahren. In der Zwischenzeit haben wir 16.000 durch Ernte. Und dann haben wir, ja, habe ich jetzt durch Helfereinsatz jetzt mehr Umsatz gemacht oder? Soll ich mal wieder eine andere Düngung machen oder so? Vielleicht meine Ölseite zwischendurch oder? Also sie hat das Ganze 20.000 Tonnen heute gebracht. Und die müssen auch, ja, der Mensch.
8.000. Ja, also ein gut Polizeiauto eigentlich. Die Helfer mit 2.000 gut, dann mal 3.000, ja gut, ist egal, aber dadurch habe ich eine entspannte Arbeitsweise, verdiene ich ja 25.000 halt, aber zahle damit auch meine Schulden ab. Und dann mit 16 Uhr möchten wir 16:34 Uhr, ja. 16:34 Uhr und ja, die Frage ist, ob ich jetzt unterbrochen, ja, weil sie eine Antenne machen kann oder dass er immer niedriger wird. Weiß ich so genau nicht. Der den Boden richtig auslaufe. Und der baut zwischendurch mal Ölsalz. Aber momentan kann ich kein Ölsalz machen. Ich habe ja kein Geld mit Ölsalz. Also, auf der Boden eine Ruhezeit, wie das Gas, dass ich das dann doch nicht pausenlos hintereinander eine Antenne hintereinander aufsetzen kann. Oder wie? Die machen wir das mal hier. Okay, einmal hier. Und dann nochmal die Kartoffel weg. Okay, 7600. Und okay. Die Tür auf. War die Tür gestern auch schon auf, oder? Meine ich. Hatte der eine Pferdekuppel? Da fährt die Pferde dann aus, oder wie? Ist ein Gestüt? Könnte sein. Also, er hat die Arbeit der Folge beendet. So, das geht der ruckzuck, ja. Wir können die nächsten Helfer einsetzen. Gleich. Und, und, mal schauen. Also, das heißt, er hat die Reihe in der Zwischenzeit, wo ich jetzt die weggefahren habe, hat der Helfer quasi die ersten 2 Reihen abgearbeitet. Ja, und für die Fahrtätigkeiten gibt es da keine Helfer. Also, das muss ich dann selber machen.
Oder doch? Das ist so genau nicht. Also, können wir mal sehen, dass wir was wir hier mitnehmen. Und dass ich die ganzen wieder einladen. Ja, Momento, könnte mal sowas fahren, ne? Da sind 2 Kartoffeln drin und ja, der recht. Wenn der leer ist, der leer und dann schmeißt man quasi in das nächste Blatt rein. Wir können das nächste Blatt abhalten. Wir sind jetzt hier. Dann können wir hier das Blatt abhalten. Das zweite da oben, ne? Da wo ich gestern. Okay, dann können wir das Blatt mal arbeiten. Und so, stopp. Dann gehen wir so einsetzen. Und wir dann so drin. Okay. Dass wir so drin sitzen. Und dann kann der den vielleicht abarbeiten. Also entscheiden, blinken und dann Hilfemarsch. Macht er sogar gut. Sind Sie zufrieden? Und dann der andere Helfer, der soll jetzt hier das Sesselwort der Gruppe organisieren. Das Sesselwort der Gruppe. Das Sesselwort der Gruppe. Wollte jetzt immer Gruppen zugegeben. Die Wort der Gruppe. Und okay, müssen wir jemand so machen, dass er dann so hier Hand auf reinfährt. Dann haben wir das vielleicht. Und dann hat er gefunden. Dann wollen wir hier mit dem mal wegfahren. Wollen wir mit dem mal hier weg. Dass wir dem da nicht in den Weg fahren. Wo ist er denn jetzt? Der ist ja. Der ist ja. Also fahren wir den mal weg. Okay. Helfer Nummer 1, Helfer Nummer 2. Und dann, ja. Jetzt habe ich hier einen Direktor bekommen. Der ist dann gleich fertig und wenn der fertig ist, holen Sie den nächsten, kann der quasi mit dem Geld dann mal tun. Also das Feld schafft er hin, gut. Und die Jungen an dem Feld könnte auch gut klappen. Vielleicht gibt es mal Probleme, aber okay, dann gibt es für heute 4.000 Millionen kostende Summen. Okay, was macht der andere jetzt? Der andere fährt jetzt da durch. Und da habe ich 2 Traktoren im Einsatz. Und die sind auf dem dritten. Ist es zu glauben? Welche Regel Fahrmanager? Ja.
die hat also genutzt hat, dazu wenden. Und der oben ordentlich, der hängt ja fest. Okay, was hat der denn jetzt hier? Keine Sinn. Der fällt ja, okay, wunderbar. Wunderbar. Dann kann ich hier mal ein Display zu verlassen. Und dann mal viel Getränke holen. Noch ein paar Getränke. Und versuche immer meine Beine, wenn man mit arbeiten. Gute Arbeit. Also,
hier aus. Da werde ich das Cockpit hier mal verlassen. Das Cockpit. So. Mikrofon haben wir an. So. Der fährt dazu immer noch. Und der andere. Ist der durch oder nicht? Der ist jetzt hier. Okay. Der ist durch. Haben wir das fertig gerubbert. Okay, dann übernehme ich das mal jetzt hier. Dann fahre ich mal. Das geht runter. Aber von. Da wollen wir runterfahren. Und okay. Jetzt haben wir mal den Tiefenlocker mal wieder in den Platz. Okay, das ist ein wichtiges Gerät hier. Der Tiefenlocker. Und dann werden wir den jetzt hier so mal hier hinstellen. So. Dann schauen wir mal, so mit dem bis anfangen. Noch so. Hier haben wir absitzen. Haben wir. Okay, dann können wir jetzt den Tank nehmen. Da hinten. Wo ist die Nachfrage bei Restaurants? Nach was denn? Wo ist die Nachfrage, meinst du? Was wollen die hier von mir? Wo ist die Nachfrage? Nach Kartoffeln oder wie? Okay, haben wir. Angucken. Und dann weiter. Wo ist die Nachfrage nach? Na was denn? Das ist dieses große Feld hier, ne? Hier sind jetzt hier wieder, hier soll das abarbeiten. Und mit dem Traktor hier. Okay, und den absenken, einschalten und dann macht der für das jetzt. Ich denke, ja, ihr macht das, okay. Macht er. Dann haben wir das fertig gerübert und geerntet. Und da haben wir den anderen. Ja, das läuft schon super. Also ich sitze auf dem LKW. Dann kommen wir da gleich mit dem Dünger drüber. Weil ich habe zwar bereits vorhin mit dem Dünger drüber, aber der hat es nicht. Da war ich zu früh. Könntest du ja jetzt hier den Map abhängen? Und den Map, der jetzt ab, ja. Dann könnte ich jetzt vielleicht mir den Dünger mal schnappen. Den Dünger, damit ich heute auch ein bisschen was tue jetzt hier. Nicht nur den Chef spiele, sondern ein bisschen nochmal düngen. Was war heute schon das zweite Düngvorgang? Okay. Ein Hammer. Und dann hoffe ich, dass ich nochmal durchkomme, dass das nochmal reicht hier. Dass das nochmal reicht. Nee, macht er nicht. Das ist aber blöd hier. Das ist auch blöd. Also, wenn er nicht will, dann will er nicht. Ne? Der ist stur. Also, jetzt können wir den mal einschalten, mal absenken, dann fahren wir los hier. Und dann rubbern wir den einmal drüber, dann haben wir nochmal durch
Richtung und dann nochmal so in diese Richtung. Wie ich das heute Morgen schon gemacht habe. Und dann fahre ich noch so in die dritte Richtung. Dann haben wir das ja auch, hoffe ich, ja mal durch, ja. Und dann fahre ich so um. Und dann hoffe ich, dass wir das jetzt haben. Alles hier. Und so sollte jetzt durch sein. Jetzt haben wir durch, denke ich. Und dann haben wir den hier. Das wird gedüngt. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Sieht gut aus, ja. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt den Ding wieder reinstellen. Hier hinten, dann wollen jemand da durch so. Und dann wieder hoch. Okay. So, weil wir neu kaufen. Hier abkoppeln. Dann fahren wir zum Anhänger. Dann koppeln wir den Anhänger wieder an. Dann koppeln wir den Anhänger wieder an. Okay. So nicht so viel ist. Ja, genau. Haben wir. Okay, wer sagt hier der? Dann ist der Tank voll. Und dann noch nicht. Und wir sehen, dass der Tank hier sind halt 700, okay. Und der ist fährt auch schon die Bahn ab. Wunderbar. Und das ist hier. Also kriege ich jetzt alle Felder hier bestellt. Dann kann ich vielleicht noch das nächste Feld kaufen. Also mein Kredit zurückbezahlen. Ja. Wir haben 18 Uhr. 18:30 Uhr. 12 Stunden haben wir durch. Haben wir gearbeitet, aber heute habe ich so viel Unterstützung gehabt und viel mehr geschafft, wie ich sonst schaffen würde. Und habe quasi die Felder bearbeitet und 2 Felder abgeerntet. Das große Feld und das Feld. Und ich selber bin in der Zwischenzeit, ja jetzt zum Beispiel, könnte ich ja wieder Gras, ja Gras kann ich im Moment nicht machen. Der Traktor ist im Moment in Verwendung. Und hätte ich gesagt, können ja fest ein bisschen Gras in der Zwischenzeit. Aber der ist ja gleich durch, ja. Um mal zu sehen, was wir jetzt schaffen können. Also, der müsste ja bald durch sein hier. Aktuelle Tag, okay. Ja, wir sind noch bald. Ja, also unglaublich. Unglaublich. Also, was ist jetzt wieder los? Da war ja irgendwie ein Piepser.
Aber wer hat da jetzt was gemacht? Ja, die Frage ist jetzt, ob ich jetzt auf diese Weise meinen Umsatz steigere und meinen Gewinn. Also heute habe ich jetzt mehr Einnahmen, aber ich habe ja 4.000 € Grundkosten gewährt, schätze ich mal. Und ja, dann kann ich ja jetzt nochmal 20.000 Liter Fleischschütte wegbringen. Wer sagt das mehr wie sonst? Und dann kann ich morgen auch schon die nächste Ernte wieder fertig machen. Und vielleicht sogar ernten, das Fleisch wieder ernten. Und ich kann jeden Tag eine Vollernte machen. Also 2 Felder abernten jeden Tag. Und die Helfer jeden Tag 2 Felder abernten lassen. Und dann selber was mache ich dann? Selber mache ich Gras, ernte ich Gras. Und ja, vor allen Dingen das große Feld, das ist immer sehr arbeitsintensiv. Ja, also, wie komme ich jetzt heute mit den Lohnkosten hier runter oder nicht? Also heute habe ich Einnahmen 16.000 bisher. Und mein Kontostand steigt auf 22.000. Der sinkt aber momentan, das war, ja, weil ich jetzt keinen Verdienst habe hier. Alte Ton, das ist im Einsatz und das ist ja großartig. Ich meine, ich sitze jetzt hier fest. Und für die Serie, jetzt müsste bald fertig sein. Ich bald durch jetzt hier. Fährt der rückwärts, was macht der? Was macht der hier? Ist der beendet? Ja, okay. Wunderbar, ich bedanke mich, Helfer. Und dann übernehme ich mal. Und dann fahren wir sie mal weg. Dann schaffe ich für heute noch ein paar Ballen. Und das ist zumindest 4 Stück jetzt vielleicht so. Und die Lohnkosten von 4 Ballen, die Lohnkosten hier so reinzuholen. Ich hoffe, das ja. Und dann setzen wir das mal ab. Okay, dann fahren wir weiter hier. Dann fahren wir hier. Und da können wir jetzt nicht machen. Hier kommen wir also. Jetzt setzen wir jetzt erstmal den ein. Hammer. Und dann versuchen wir mal den anderen hinten anzuhängen. Da den und dann an. Können wir auch. So.
Okay, haben wir. Und dann können wir mal wieder meiner lieben Betätigung nachgehen. Sind wir jetzt nicht? Oh ja. Und den anderen. Nochmal absitzen. Dann nochmal runter, ne? So. Und dann können wir fahren. Also ich brauche noch 4 Stück. Für 4.000 Kosten Lohnkosten. Ich weiß nicht, wie viel das heute sind. Aber dass ich jetzt selber schon mal arbeite, die Lohnkosten, damit sie nicht von meiner Tasche bezogen werden. Und wie sieht das aus? Der fährt der noch oder fährt der nicht? Ist der wieder voll? Hat der wieder vollen Tank? Also, das wir vielleicht nochmal 4 Beine durchschaffen. Und zumindest die Lohnkosten wieder rausholen. Und dass er den nicht von dem Kartoffelantrag bezahlen muss. Gut, Job. Wir anschaffen. Haben wir schon mal 1000. Was sind sie wieder sehr aus? Wie sieht das aus? Hat sie mehr Arbeit oder? Was macht der Vetter gut? Okay. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Der Tank ist gleich voll. Und da sitze ich also. Und dann haben sie ihn ausgeworfen. Und geht's mal weiter. Also, bei den zweiten Ballen. 2 Ballen für meine Leute. Die Lohnkostenleute. Nochmal zum Feierabend hier oben die Wiese. Die ist momentan gerade frei. Und da ist der gerade wieder gut nachgewachsen. Und dann können wir das hier wieder abfahren. Okay. Sind wir schon wieder voll hier? Nee, ich bin wieder hier. Ich habe sie wieder verloren. Wieder einschalten. Okay, jetzt so. Also jedes Mal, wenn ich da drauf drücke und danach zu schauen, was die anderen machen, verschwinde ich hier. Also muss ich das wieder neu investieren. Also dann nochmal 2000 mehr. Und dann fangen wir wieder hoch. Dann nehmen wir den mit. Also, heute ist das ein vollen Content oder nicht? Da hast du mir das schon angezeigt. Da bin ich jetzt Hellseher. Oder was ist los mit dir? Da fangen wir an. Diamant. Da fangen wir das gute Gas ab. Das gute Gas. Und jetzt sind wir schon wieder voll. Okay. Haben wir das. Dann nehmen wir den nächsten hier. Dann fahren wir. Ja, das ist alles ruhig, glaube ich, dort. Das ist alles ruhig, weil wir sind im Dunkeln. Also, müssen wir mal anhalten, mal kurz. Und jetzt mal abdenken. Sind wir jetzt hier. Okay.
die sind ausgefallen haben. Dann muss ich mal da anfangen. Den Ring, ja. Okay. Wo ist jetzt hier zum Eintrinken? Welche Seite auf der nächsten, ja. Okay, hier. Dann brauchen wir das hier. Der beleuchtet wenigstens anständig helfen. Im Unterschied zu mir gestern. Ich habe das so nicht hinbekommen. Hier haben wir die 10.000 schon mal drin. Und der würde wirklich blockiert, der bin ich hier selber. Weiß ich ja. Also, kommen wir hier runter. Und jetzt müssen wir hier mal anhalten. Und dann springen wir wieder hier springen wir hin ins Grasfeld. Und den zweiten, nächsten Ballen hier zu machen, sieht nachher gehen aus. Und den zweiten Ballen hier für die Jungkoordinate zu machen, brauchen wir 4 Ballen, denke ich. 4 Ballen reichen. 4 Ballen reichen. Sieht jetzt richtiger die Wolken auf. Also gut, dass ich jetzt die Ernte drin habe. Und ich habe mir vergessen hier einzuschalten, was und ja, da bin ich gerade, dass es so schnell ging hier. Also weiter. Dann holen wir wieder um. Und dann kommen wir, ich schau mal rum. Da oben liegt ein Ball. Liegt ein Ball in die Essen, das sieht so aus. Das sieht ein Ball aus. Aber das ist nicht von mir aus, das ist noch in heute. Also, nehmen wir jetzt hier in der Mitte. Dann kommen wir mal ab, okay. Haben wir den Nummer 2. Das ist Nummer 1. Der zweite Bein. Und zweite Bein. Okay. Wird langsam dunkel. Die 2 Beine haben wir schon. Dann machen wir jetzt hier den dritten. Da will ich ja noch nein. Aber 4 Beine. Das heißt, würde so kosten. 4 Beine für die Lohnkosten. Und dann haben wir den, wo wir den abpacken. Dann fangen wir wieder um. Und dann schauen wir mal. Hier so. Wo waren wir gerade? Ja. Ihr seid nämlich jetzt hier. Ihr habt die Schafe eingeschalten. Aber mit dem Baum kannst du dich nicht einigen. Dieser Schäfer. Okay. Dann würde
so machen. Hier. Ich werde mal Licht einschalten vielleicht. Dann sehe ich ein bisschen mehr jetzt hier. So genau. Also jetzt haben wir schon ein paar hier. 4 Stück haben wir schon. 4 Stück habe ich schon zusammen jetzt. Also runter. Fahren machen. Hier wieder den Hals nicht voll hier. Will den Gas haben mitnehmen. Da brauche ich das gar nicht mehr. Okay. Jetzt haben wir voll. Also absenken, ausfahren. Und okay. Dann fahren wir jetzt hier runter. Dann so gleich Fahren machen. Und deine Hilfe arbeitet noch. Die arbeitet noch, okay. Und dunkel. Ich kann die noch anders treffen. Dann machen wir hier mal Schluss. Okay. Und das war's hier. Dann erstmal wechseln. Den hier. Habe ich den Anhänger. Okay, sollte ich jetzt noch. Soll ich auf die warten oder wird die noch? Hat der Bauch noch? Wir brauchen eine Weile. Das wird immer weniger Data, glaube ich. Also hängen wir jetzt mal ab hier. Mal abhängen. Und den nicht. Den nicht. Den wollte ich abhängen. Den wollte ich abhängen. Und dann die. Bitte dann machen wir dicht. Unter den Hosensohlen. Mit den Hosen die Beine zusammen. Im Dunkeln sind wir jetzt hier. Die muss schon gut der Hose sein. Wie heißt es der Hose? Ja. Da fangen wir mal so an. Und das ist im Licht. Da habe ich hinten kein Licht. Mann, wieso habe ich kein Licht hinten? Also, vorne habe ich Licht, aber hinten habe ich keins. Da müssen wir hin, also okay. Da kommen wir jetzt momentan nicht hin. Da müssen wir ein bisschen weiter überfahren. So. Dass wir das so anpacken können. Okay, haben wir angeschaltet, haben wir geschafft. Jetzt müssen wir sehen, dass wir jetzt im Dunkeln da die 4 Beine schaffen, einzusammeln. Sind jetzt die Bäume. Okay, da oben will ich einer, den kann man gut sehen. Ich will den die so kurz einfahren. Dann bauen wir jetzt mal den. Und dann haben wir den jetzt hier auf mich. Aber weiter geht's. Da haben wir da noch einen. Okay, nehmen wir mit. Und so. Dann wir jetzt hier noch eigentlich oben war was. Bei Ihnen nicht beendet, für mich nicht. Hier irgendwo was. Ich sehe das hier nicht. Also 2 Stück haben wir für die Lohnkosten. Da haben wir Nummer 3. Da ist Nummer 3. Da haben wir Nummer 3. Da liegt Nummer 4. Da liegt Nummer 4. Mehr brauchen wir nicht.
Okay. Haben wir 4 Stück. Und das war's, das war. Dort da oben liegt einer. Da liegt einer. Da fahren wir jetzt hin. Den Punkt dazu. Da oben. Das ist dann Nummer 5. Da habe ich jetzt geträumt. Wo liegt der jetzt hier? Da haben wir den, ja. Da haben wir den. Okay, nehmen wir den auch mit. Hat das verdient. Und dann müssen wir hier hin. Müssen hier hin. Also, da liegt schon noch was. Da liegt schon einer. Da hinten. Also was ich alles sehe jetzt hier. Da liegt schon einer da hinten. Dann nehmen wir den auch mit. Da ist er. Da ist er. Okay, komm mal an. Haben wir so 6 Stück. Das sollte für die Jungkosten sollte sich reichen. Dann bleibt mir der Gewinn. So, können wir den mal hochfahren. Dann fahren wir zur Scheune. Ja. Und 20 Uhr bin schon 14 Stunden unterwegs. 14 Stunden auf den Beinen. Und muss ich hier rein irgendwo. Hier muss ich rein. Okay. Vielleicht mal, der hat doch Licht, aber es ist kaum zu sehen hier. Das ist ein Licht, das nicht leuchtet, oder? Ein Zierlicht. Ganz schwarze Licht einfach nur. Okay. Haben wir jetzt mal um. Okay. Und dann sind wir drin. Hier sieht es aus hier. Ja, das wir haben. Also, rauffahren. Einmal hochfahren. Dann dürfen wir nochmal 5 Teile bekommen, ne? Oder 16 sogar. Sogar, ja. 16.900. Okay, super. Super. Damit haben wir also jetzt die Lohnkosten drin für die Leute, denke ich mal, den Namen hochfahren und dann fahren wir hier rum. Dann gucken wir mal hier. Wechsel. Okay. Ja, also ich habe dann mehr Zeit zum Gas enden, wenn ich die Leute einstelle. Und aber so viel Gas gibt das hier gar nicht her, die Ränder. Aber ich will ein weiteres Grundstück vielleicht, das Nachbargrundstück. So, was haben wir jetzt? Weil der Usus will ich hier mal abstellen. Der Usus kommt jetzt mal hier hin. Nein, hier unten nicht. Hier kommt der hin, ne? Ja, doch, hier kommt der hin. Okay. Mal abkuppeln. Okay. Und weiter geht es.
weiter geht's. Jetzt fahren wir hier hoch. Und machen wir jetzt hier da den Krüger. Können wir den Krüger anhängen. Und sehen, ob wir das hinkriegen. Und dann fahren wir zurück hier. Hier haben wir anhängen, gut. Und was hat jetzt hier der Meister da oben? Der ist fertig oder? Ich weiß nicht genau. Was macht der jetzt? Der ist immer noch dabei. Der ist immer noch. Der tut noch. Das Feld geht wirklich keiner. Ja, okay. Also, warten wir noch auf den da oben. Ja, in der Zwischenzeit schauen wir uns mal die Bilanz an. Wie die Bilanz ist, 22.000. Haben wir also gemacht. Mit den Leuten, ne? Was haben wir denn hier? Saatgut schon wieder kostenfrei, Saatgut 6.700. Also das ist meine Saatgut und das Dünger. Und Lohnteilung 4.000, okay. Aber das da oben. Da haben wir Dünger und Saatgut. Ja, Saatgut habe ich ja gekauft. Und der Helfer dann auch nochmal, oder wie? Und kostet Kraftstoff 244. Er hat den Lohnkosten halt, ne? Also 22 ist weniger wie vorher. Aber ich habe jetzt mehr Leute im Einsatz und wenn die jetzt nochmal 10.000 geschafft haben, dann kann ich das nochmal wegbringen. Dann bringt es nochmal 8.000. Ich kann mich auf 30.000 heute bei 14, 16 Stunden da. Und sind wir. Alles aussaugen? Machen wir Feierabend oder ist das hängt der fest? Ja? Nee, der arbeitet hier. Der fährt die Spur ab. Wieder eine Spur. Und das macht er. Ja, der kommt zwar nicht gut voran, aber der hat nur 2 Stück ab. Scheint so. Ja, langsam geht er voran, ne? Das ist die Zeit. Der Kunde bezahlt ja, ne? Also, der Kunde sitzt auf heißen Kohlen und will jetzt unbedingt die Ernte einfahren. Haben wir bis 22 Uhr heute. Haben wir jetzt die Ernten oder wie? Gut, da haben wir 3, ein paar mehr. Das sind ein paar mehr.
also 4.000 € Lohnkosten, aber für sowieso bezahlt sie so wie ein Saatkosten. Also einfach wird blockiert von einem Gericht, wieder gerade da. Also weiter, weiter mein Thema und weiter hier runter. Fahren wir weiter runter und dann wieder so, okay. Und wo müssen wir jetzt sein? Kommunizieren. Wir kommen hier nicht weiter, doch wir kommen weiter. Aber ich hänge fest, ja, wie doch, momentan geht's weiter. Jetzt haben wir 2, 3. Okay, dann mache ich die Runde selber. Und dann kann der Baum weitermachen. Versteht ihr, dass der links weitermachen soll, oder ist der neue Thema, der ist Feierabend? Das sehen wir mal dann. Ja, mein Lieber, wenn ich so arbeiten würde wie du, wir kennen von oben hier das Wetter fahren, das nächste genau, dann bitte die nächste ab. Ja, passt doch, das passt doch. Absenken gemacht habe. Macht er. Also macht auf 30.000 gekommen. Also Umsatz war ich heute 30.000, wenn die Nummer fertig wird. Ja, und jetzt, was machst du jetzt? Die 16 vorbei, der Tisch machst du so, den guten Morgen rum. Ja, ich würde noch weiter ausholen, kann denen nicht schaden, ne? Ich würde noch kurz weiter ausholen. Dann kommen wir hier dann noch vorbei und dann
Okay, die Einwörter, genau. Und dann legen wir es ab. Da war 2 ab. Nicht rein, das rein. Deswegen dauert es so lange, weil immer 2 abfällt. Okay. Bitte Sie ein. Bitte Sie ein. Warte. Also wenn der Zug wird, dann setzt er so zu, dass er da reinkommt, das Feld. Mach den bitte eine ab hier. Du bist noch ein Nervstyp. Du nervst hier. Der wird ganz besonders langsam hier. Das nervt hier. Also Stoppschutz durch. Das sage ich mir jetzt hier mit dir. Das sage ich mir jetzt mit dir. Und dann komme ich so um. Und dann komme ich jetzt wieder hier um. Dann komme ich jetzt hier rein. So Stück langsam. Dann komme ich jetzt hier die Teilen ab. Absenken und Marsch. Dann komme ich das ab. Der wird ja nie fertig hier. Der tut hier um. Ziehe das hinaus und nochmal hinaus. Okay. Dann versuchen wir hier zuzusetzen. Das ist jetzt hier denn. War nicht ganz. Okay. Aber ein Stück zurück. Und das ist einmal versuchen, hier weiter einzufahren. So vielleicht so weiter ein. Ein Stück. Jetzt die Teilen hier weg. Erfasse. Okay. Okay, macht es. Okay. Und da müssen wir jemand zu Potte kommen hier. Warum geht das nicht so langsam voran hier?
Ich will nur die 2000 Liter haben. 2000 Liter fahren, das reicht es. Dass ich die 800 normal fahren kann und der Rest für die Armen. Wieso geht das hier so schwer? Also der muss gewartet werden, also der ist schon wieder im roten Bereich. Das habe ich gar nicht gesehen. Mit die Garage. Und wo sind wir denn? Da sind wir. Mit einer behinderten 1000 Euro Bar. Habt den Knall. Okay. Und weiter geht es. Und nee, warte gar nicht. Das ist mein Traktor. Das war ja nicht, der Traktor muss das hier sein. Das tue ich jetzt auch hin. Du hast ja jetzt hier Behinderten. Vielen Dank, ja. Okay, machen wir das auch. Also, weiter geht es. Ja, wird das Material so stark beim Beinsport oder was ist los? Fangen wir jetzt hier so rein. Dann fangen wir so rein. Und nächstes Jahr hier ab. Diese und Hammer und Japan. Die ja hier. Sollten die Mobs runter. Okay, voll lauter Anspannung hier. Dann die weiter. So, weiter geht's. Marsch. Also, der war zurück im roten Bereich. Deswegen war sie so langsam. Okay, haben wir. Und jetzt geht er besser. Können wir Tür fahren. Und wenn die mal hochfahren, können wir besser in die Kurven gehen. Und weiter. Dann fahren wir mal so um. Dann fahren wir so rein. Und dann können wir mal zurückfahren. Dann fahren wir zurück mal. Wäre nicht okay. Dann denken wir ab. Und los geht's, Marsch. Marsch. Und dann fahren wir ganz und das fällt ab. Und dann haben wir die hier. Und dann haben wir 3 Stück hier. Ja, jetzt fällt ihr zum Mix, oder? So Küche kommt 10.000 zusammen. Ich will sie mal aufhören, so, und wenn es weitergeht. Und da haben wir da welche, da haben wir keine. Da stehen zwar welche, aber das lohnt sich auch nicht, oder? Doch, das könnte sich lohnen, aber reicht noch nicht aus. Okay, weiter. Hammer. Okay, dann habt ihr genug und Hammer habt die Post in die andere Richtung.
Dann fangen wir an. Warum ist so welche gute Reihe Damen und gute Reihe, glaube ich. Dann fangen die mal ab hier. Also, anscheinend, ja. Dann also, fangen wir durch. Dann fangen wir durch. Und dann fahren wir weiter zurück. Noch weiter. Und dann fahren wir so rüber. Dann fahren wir ab. Dann fahren die ab. Und 3 Stück. Okay. Dann müssen die abfahren. Also, der fällt was ab, aber dann können wir wieder zurückfahren. Ja, sind wir durch, dann sind wir durch, also rausfahren, haben wir 9800, komm, haben wir fast 2 Stunden. Okay, dann wechseln wir dann die Seite, dann sind wir jetzt hier, dann fahren wir los hier, dass wir ankommen, dann sind wir jetzt hier, und wir diskutieren, die muss hin, ja hier muss man hin, genau, hier müssen wir hin, doch hier müssen wir hin, also der hat das viel besser gemacht hier, mit dem, weiter, so gut, haben wir die 10.000, also mit der Hauptkraft haben wir 20.000 Kilo zusammen, mal sehen, was das jetzt hier, wo können wir da einen guten Preis für Kartoffeln heute, Zentrum, was das hier, das ist so, das heißt so, das haben wir 9, ja ist auch gut, oder? 9, 309, da kommen wir 368 und dementsprechend Zentrum. Das sieht dann also auf 1000 Liter, das ist dann 50 Euro mehr. 50 Euro auf 19.000, 19 mal 50, 800 Euro. Also Getreidespeicherzentrum muss ich fahren, also da fahren wir mal hin. Okay, das ist also, dann fahren wir zum Getreidespeicherzentrum. Ja, wo immer. Um da quasi das Geld mitzunehmen, sind einigermaßen hell. Die haben wir nur Alkohol guten. Also, fahren wir zum Getreidespeicherzentrum. Im Hochfahren. Jetzt sieht man mit der Beleuchtung aus. Okay, sieht auch gut aus, ja.
im Gemeindezentrum fahren wir jetzt mal hin. Also 24 Stunden passt, ja. Mit der Kraft. Und dafür kriegen wir jetzt wie viel? 7.200 ungefähr. Also habe ich für Saatgut oder wie ein Aufgeld gegeben. Was macht der? Der kauft den Saatgut und dann sind 3.600 weg. Der flüssige Saatgut kostet natürlich viel, aber ich hätte den aufgefüllt. Jetzt fahren wir gerade los. Wir müssen jetzt mit Gemeindezentrum da. Ja. Ja, hier fahren wir jetzt erst um und dann fahren wir da hoch zum. So geht's hier nicht weiter. Hier muss ja schon wieder repariert werden. Ich glaub's ja nicht. Also habe ich heute einen kurzen Reparaturtag. Habe ich die ganze so stark beansprucht heute. Der Fiat ging in die Knie. Jetzt habe ich ihn ja. Der muss auch was gemacht werden. Also, hatte zwar gerne Leasingkosten, aber wir können dann in die Reparatur gehen. Also, das sollten wir dann auch mal machen. Tschüss. Haben Promenade. Sieht aus. Also fangen wir mal an. Und dann. Okay. Ja. So, jetzt sind wir. Aber abspeichern. Also, was gibt es jetzt? Okay, wir können vielleicht beim Shop gleich mal das Fahrzeug hier gehen. Das der jetzt hier. Dann wäre das hier. Dann können wir da. So, ja, machen wir das. Okay. Und dann wieder zurück. Was mit dem? Ich brauche nicht reparieren. Okay. Mit der Krumme ist der auch da. Okay. Was ist mit Geld? Weiß ich nicht. Ich jetzt verpasst. Okay. Weiter geht es. Sind wir bei der Stunde. Bei der Stunde. Wo sind wir jetzt beim Einkommen? In der Uhrzeit, ne? Ah. Was ist denn los? Die wollte mal reinkommen.
das ist mein Kumpel. Also wir sind bei 33 Kontostand und ja, läuft ja gut, 33.000, dann kommen wir 20.000 mal zurückzahlen. Haben wir noch 160.000, haben wir noch eins, haben wir 55.000. Okay, guter Tag wieder heute, 26.000 umgesetzt, mit den ganzen Leuten und so. Also, was haben wir gemacht heute? Also, wir haben heute 2200, was haben wir, diese 40 Fahrzeuge habe ich gehabt heute und dann 17.000 Holzballen verkauft und wir haben für Getreide 23.000, also 40.000 habe ich heute Einnahmen gehabt. Und dann gingen ein paar Abbrüche. Meine Leute gehen wahrscheinlich nicht in Schund mit dem Material. Das ist los hier. Ich weiß dann, wie ich das komme. Wenn ich irgendwo rein, geht glaube ich rein, hier muss ich runter. Okay. Aber helle Beleuchtung. Also wieder einen guten Tag, guter Tag heute. Ein guter Tag des Kartoffelarbeit, des Kartoffelhofs. Wieder 30.000 in dieser Saison gemacht. Und damit konnte ich also den Kredit jetzt auf 160.000 runterschrauben. Dann kann man bald überlegen, ob man vielleicht, ja, fahr noch langsamer lieber. Fahr noch langsamer. Die nerven auch mit ihrer aufreizenden Langsamkeit. Wenn ich mir hier den Arsch aufreiße, um da ein paar Kuren zusammenzubekommen, stolzieren die in einer Gemächlichkeit her und kreuzen meine Wege. Ja, also, gehen wir auch in die Heimat. Wie runter, ja. Und jetzt haben wir Feierabend. Aber spät. 23:30 Feierabend. Sehr spät hier. Bis in die Nacht. Da habe ich einen 16-Stunden-Tag, das ist ein 18-Stunden-Tag. Von 6 bis 0. Von 6 Uhr bis 18 Uhr, von 18 Uhr bis 23:30 Uhr. Jetzt aber Schluss, ja. Jetzt aber Schluss. Ja, einmal absitzen, ja. Aber ich habe alle Fahrzeuge noch drin. Und ja, Fahrzeuge noch drin. Wir mal ab. Und alle Fahrzeuge. Und dann können wir mal sehen, was da gemacht haben. Wenn wir irgendwo jetzt hinfahren, dann können wir weg von hier. Bevor wir den hin, weiß ich gar nicht genau. Und da wir nächste Mal fahren, das wir abhängen. Welches wird das sein, das wir hin? Vielleicht. Wer ist das hier? Das ist für das Kapente.
gut abhängen lasse. Dann könnte hier wieder reinfallen. Wenn der morgen fertig ist. Okay. Und das haben wir auch. Wie sehen jetzt die Felder aus? Eine Felder, die wird gedüngt. Das Feld muss gefügt werden. Jedes Mal am Morgen. Da muss Kalk drauf. Da muss unbedingt Kalk drauf. Das muss ich vielleicht heute noch machen. Nochmal in der Nacht kalken. Und da nehme ich nochmal einen Helfer fürs Kalken. Nehme ich immer einen Helfer fürs Kalken mit drauf. Da besteht eine Maschine, die frei ist. Hier habe ich eine Maschine frei. Okay. Wo habe ich den Kalk? Da unten irgendwo. Hier hinten habe ich den Kalk. Hier am Kalkfelsen, ne? Hier am Kalkfelsen habe ich den Kalk. Und wo sind wir hier? Müssen wir mal runterfahren. Wo sind wir weg? Da haben wir den Kalkfeld. Und da muss der Kalk drin sein. Okay. Und dann fangen wir den Kalk jetzt mal an. Ich hoffe, dass wir so ankommen. Gehen wir. Und dann das wir fangen wir zum davon nehmen. Und ich denke, die Helfer können auch nachts kalken, ne? Die Helfer können auch nachts kalken. Und Mitternacht. Und wenn er das gemacht hat, dann das hier mal kalken. Und dann einmal abtrinken, mal einschalten und dann einmal Helfermarsch. Macht aber nicht so weh. Was ist der Helfer gibt die Arbeit auf? Also das geht kalkt also. Okay, haben wir. Also der Helfer nimmt die Arbeit auf und dann kriegt er das extra gekackt. Die Beispiele dazu exakt das Effekten ab. Okay, wunderbar. So gut, dass ich ja keinen Schämen bekomme jetzt. 141, okay.
jetzt erreichen, genau. Ich hoffe, das. Nur 10. Die Joghurtsäure von gestern. Da habe ich heute schon mal die Joghurt von gestern drauf. Und habe ich das Fett heute schon mal gekackt. Frühmorgen. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Und was ist jetzt fertig oder? Was warte jetzt? Nochmal ab. Ich sehe das, ja. Was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Ich sehe den Abstand und jede Nummer durch. Oder was? Was du doch? Den Anti mit. Ja, intelligent. Okay. Okay, haben wir gut gemacht. Gut läuft. Kann ich das jetzt mal hier ausfahren. Und wie sonst, dann kannst du den Kalk jetzt mal, den Kalkkubelstein dort. Nicht diese Kalkkugel. Ja. Weil es hier ist, glaube ich, die Kalkkugel, ne? Ist das die Kalkkugel? Weißt du genau nicht. Ich meine, ja. Aber wenn die Kalkkugel genau am Kalkfelsen dann abhängen, und dann haben wir das halt auch. Wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir hier oben? Ja, genau. Hier sind wir. Als jetzt aber fahren, dann fühlt die Schnauze voll.